Ja, hallo zusammen, ich bin der Tobias und es freut mich, dass ihr den Weg zu mir gefunden habt. Ja, das Jahr 2023 neigt sich dem Ende zu, 2024 steht vor der Tür. Und da dachte ich mir, es wird doch mal wieder Zeit für einen kleinen Rückblick. Was war denn dieses Jahr so alles los? Und was ist denn vorausschauend für nächstes Jahr auch so geplant? Wie war das Wanderjahr 2023? Die ehrliche Antwort, es war etwas durchwachsen. Erst bin ja ich längere Zeit ausgefallen, das zog sich ja noch von 2022 rüber und auch immer mal noch über das Jahr durch. Und ja, dann war ich so ein bisschen fitter gewesen, Richtung März auch. Und ja, dann hat es leider die Anne etwas härter erwischt und dementsprechend mussten wir ja, ganz viel umplanen, ganz viel absagen und dementsprechend viel von dem, was wir uns denn vorgenommen haben, haben wir dann leider auch nicht geschafft. Also ja, wir wollten ja nach Schottland, das ganze Ding war gebucht, geplant, habe ich schon eine Woche vor Abflug dann stornieren müssen. Blütenweg, Mehrtagestouren im Schwarzwald, die Eifel. Ja, ambitioniertes Programm gewesen, definitiv. Aber nichtsdestotrotz, wenn wir fit gewesen wären, hätten wir da das meiste von, denke ich mal, geschafft. Im Prinzip haben wir dann letztes Jahr immer so von Woche zu Woche oder von Wochenende zu Wochenende geguckt, was wir denn so machen, beziehungsweise was ich so mache. Ich war ja auch öfter mal allein unterwegs dann gewesen. Ja, ja, nichtsdestotrotz haben wir dieses Jahr noch einiges geschafft zu wandern. Einige Videos davon habt ihr schon gesehen. Ne? Ging ja los mit den Genießerpfaden im Schwarzwald. Da war ich weitgehend allein unterwegs. Dann die Römerpfade im Odenwald. Die sind auch jetzt alle schon online mit Fazit. Das war ja im Prinzip für die anderen dann auch so ein bisschen der Wiedereinstieg ins Wandern. Ne? Der langsame Beginn. Haben dann geguckt. Die Wege waren auch alle nicht allzu schwer. Dementsprechend auch gut machbar. Geierleischleife, genau, sind wir auch gelaufen. Da war dann die Beate dabei, meine Tante. Eigentlich hätten noch meine Eltern mitgesollt. Ja, meine Mutter hat sich ja dann, hatte ich auch schon mal erzählt, tags vorher den Fuß gebrochen. Dementsprechend ist dann das Familienspecial halt so ein bisschen ins Wasser gefallen. Genau, Nahesteig ist jetzt gerade erst online gegangen, letzte Woche. Ähm, Und was hatte ich noch so? Das große Video, also Kroatien, genau. Ich habe noch ein Video von einem kleinen Kroatien-Trip, ein Wandervideo gemacht. Das sind so die Sachen, die habt ihr schon gesehen. Einiges ist aber noch nicht fertig bearbeitet. Haben ja gefilmt wie die Weltmeister im Prinzip, weil wir immer nur so von Wochenende zu Wochenende auch geguckt haben. Haben also recht viel mitgenommen mit der Kamera. Dementsprechend, es gibt dann noch weitere Genießerpfade und den Feldberg. Ja, also mein kleines Gipfelstürmerprojekt läuft noch, auch wenn es nur ein Gipfel im Jahr ist, aber es geht vorwärts. Wispertaussteig bin ich noch gelaufen, da hatte ich den Markus dabei, den habt ihr auch schon mal in einem Video gesehen. Den geplanten Höhepunkt der Wandersaison 2023, den haben wir tatsächlich geschafft. Wir sind auf die Zugspitze. Da war auch wieder die Beate dabei. Und als Alternative zu Schottland, da mussten wir nämlich ein bisschen den Flug umbuchen. Musste alles sehr schnell geschehen und dann sind wir letzten Endes in Montenegro im Durmitor Nationalpark gelandet. Auch da dann kommen einige Videos dazu. Könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal freuen. Das lohnt sich auf jeden Fall. 2023 hat sich natürlich auch am Kanal selbst einiges getan. So zuallererst habe ich endlich mal mich an das Musikthema herangetraut, habe mir da jetzt ein Abo gemacht bei einer nicht ganz unbekannten Musikplattform und habe da natürlich auch schon einiges von verwendet. Das werde ich dann auch noch ein bisschen vertiefen und war auf jeden Fall eine sehr schöne Sache, jetzt auch mal mit mehr Auswahl an die Videobearbeitung zu gehen. Da konnte man
ja, an der einen oder anderen Stelle auch schon mal so ein bisschen rumspielen, wenn man dann passende Musik hatte, zu dem, was man denn da eigentlich gerade auch vorhatte. Ne? Zum Beispiel beim Merkurpfad zu sehen, ne, wie der Ausgrabungsstätte, nur so als kleines Beispiel. Gut, ansonsten wurde der Kanal auch etwas internationaler. Gab mal erste Videos auf Griechisch bzw. Englisch. Ne? Also die griechischen Videos hat dann die Anne synchronisiert gehabt. Das war einmal Olymp und einmal Sagoriadrek. Und seither werden auch alle Videos von uns mit ja, englischen und griechischen Untertiteln versehen. Das ein oder andere ältere haben wir auch schon ja, nachgearbeitet. Mal gucken, ob wir da bei den älteren auch noch weitermachen. Die neuen bekommen das auf jeden Fall weiterhin. Shorts habe ich ausprobiert, also die Kurzvideos, war eine ganz nette Erfahrung. Wenn man da so eine Idee für hat, was zu tun, macht es auch Spaß, die zu machen. Ich denke, das werde ich im nächsten Jahr auch hier und da nochmal machen bzw. wieder aufgreifen, aber da muss ich was anbieten, da muss ich eine Idee für haben. Jetzt einfach mal so einen Short machen, um des Shorts willen, da handle ich dann nicht allzu viel von. Seit April habe ich dann auch ein Logo, da habe ich mir ein bisschen Unterstützung holen müssen. Ich bin jetzt nicht der kreativste Mensch und da hat mir mein Cousin, der Alex, ein bisschen unter die Arme gegriffen. Na gut, was heißt ein bisschen unter die Arme gegriffen? Er hat das Ding für mich ja, designt und dafür auch nochmal ein ganz großes Dankeschön. Eine Neuerung, die auf den ersten Blick erst einmal vielleicht nichts mit dem Kanal zu tun hat. Ich zeichne meine Touren bei Komoot auf seit Mai, seit ich in Kroatien auf den Obsova gewandert bin. Und jetzt kommen wir zu dem, was hat das mit dem Kanal zu tun. Ich verlinke euch die Touren, die ich gemacht habe, dann entsprechend auch in der Beschreibung zu den Videos. Das heißt, ihr könnt euch im Nachgang auch in Ruhe die Touren dann nochmal anschauen. Ich packe da ein paar Bilder und einen kurzen Kommentar dazu, aber ansonsten habt ihr da auch in aller Ruhe mal die Karte, das Höhenprofil und so weiter. Wenn euch das dann im Detail interessiert, im Video selbst die Sachen einblenden, habe ich hier und da mal probiert gehabt, gerade bei den Griechenland-Videos. Ja, aber das läuft dann so vorbei. Ich denke, wenn man da Interesse dran hat, kann man sich da noch ein bisschen ja, das Ganze genauer angucken und so ihr Lust habt und ihr mir da folgt, seht ihr auch immer aktuell, wo ich denn gerade so unterwegs bin. Ja, und das letzte Neue auf diesem Kanal in diesem Jahr betrifft nicht nur diesen Kanal, sondern auch einen anderen. Ich hatte meinen ersten Gastauftritt, mein erstes Crossover, wie auch immer man es nennen will. Und umgekehrt hatte ich auch erstmals wen hier im Video von einem anderen Kanal dabei. Und ja, das waren Sarah und Marco von Strauß Wanderlust. Video zur Klösterle-Schleife ist auch schon draußen. Hat auf jeden Fall richtig viel Spaß gemacht mit den beiden. Und ich denke mal, da könnte künftig vielleicht auch noch mal was kommen. Beziehungsweise, kleiner Spoiler, mit Marco habe ich noch ein Video im Kasten. Das kommt dann noch. Mit den Zielen 2023 war jetzt halt so eine Sache. Ich hatte ja einmal eine Kilometerzahl mir vorgenommen. Ja, aufgrund dessen, wie es denn auch noch zu Jahresbeginn bei mir gesundheitlich so aussah und sich das so übers Jahr ja, entwickelt hat, ich habe dann jetzt auch dieses Jahr nicht unbedingt Vollgas gegeben. Nichtsdestotrotz habe ich dieses Jahr knapp 1300 Kilometer noch geschafft. 1600 hätten es ja sein sollen. Ja, ist jetzt leider so, steckt man halt auch manchmal nicht drin. Ja, und das andere waren die Abonnenten. 250 hätten es gern werden dürfen. Ganz knapp dran vorbei. Ja, wir sind jetzt so in den 240ern angekommen, aber immerhin. Da bin ich doch schon ein bisschen ja, stolz drauf, so eine Zahl überhaupt erreicht zu haben. Hätte ich mal anfangs von meiner YouTube-Karriere, keine Ahnung, gar nicht vorstellen können, dass ich überhaupt
so viele Leute dann doch für das interessieren, was man so macht. Also an der Stelle mal noch ein ganz, ganz großes Dankeschön an alle, die bei mir reinklicken, mich abonnieren, den Daumen hoch drücken oder auch sonst wie unterstützen. Gut, wie soll es denn mit den Zielen 2024 weitergehen? Ähm, Da habe ich mir jetzt tatsächlich mal keine Zahlen vorgenommen dieses Mal. Ja, wie dieses Jahr so gelaufen ist, jetzt auch gerade vom Wandern her, denke ich mal, für nächstes Jahr läuft das alles unter dem Motto möglichst viel Spaß haben. Also im Prinzip wandern so viel wie möglich ist und auch den Kanal langsam, aber stetig weiterentwickeln. Ähm, das Internationale zum Beispiel so ein bisschen beibehalten. Highlights wird es dann auch wieder in Griechisch und Englisch geben. Wahrscheinlich die Zugspitze auch schon relativ früh im nächsten Jahr. Und dann gucken wir mal, was wir da noch so machen. Und ansonsten habe ich mir vorgenommen, im Laufe des nächsten Jahres auch die Videos mal auf 4K umzustellen. Im Moment nehme ich ja noch in Full HD auf. Ja, gucken wir mal, wie es wird. Da lasse ich mich auf jeden Fall mal überraschen. Kommen wir noch zur spannendsten Frage. Was soll denn nächstes Jahr alles so gelaufen werden? Was soll so an Videos kommen? Also wie gesagt, einiges von diesem Jahr ist schon im Kasten, muss noch entsprechend geschnitten bearbeitet werden. Liste bekommt ihr in der Videobeschreibung, was das schon so alles ist. Ja, an neuen Sachen für nächstes Jahr. Ich denke mal, es wird wieder ein bisschen in den Schwarzwald gehen. Also hat mir dieses Jahr sehr gut gefallen. Da war ich auf diesen Genießerpfad unterwegs. Also da werden noch einige gelaufen, werden einige kommen. Vielleicht schon auch die ein oder andere Mehrtagestour im Schwarzwald dann noch machen. Ne? Schluchtensteig, Murgleiter und so weiter. Hatten wir für dieses Jahr schon mal im Blick. Mal gucken, ob wir es schaffen. Limes Erlebnispfad im Taunus, den wollte ich dieses Jahr unbedingt laufen. Hab's nicht geschafft. Ich wollte noch buchen einmal kurzfristig über einen Brückentag. Da war auch leider von den Übernachtungen her nichts mehr machbar. Also von dem her hoffe ich dann, dass ich in dem nächsten Jahr endlich mal laufen werde. Sowas wie ein Blütenweg als Feierabendprojekt haben wir uns nochmal mit auf die Liste genommen. Und Schottland würden wir ganz gern nachholen. Da gucken wir mal, ob das dann klappt. Und ich glaube noch mal was in Griechenland hat man auch noch mal ins Auge gefasst. Aber ansonsten haben wir uns da, also die Anne und ich, im Detail noch gar nicht so festgelegt. Wir lassen 2024 einfach mal auf uns zukommen, schauen, wie wir fit sind und wie wir Lust haben. Und dann wird das auch dementsprechend erwandert werden, das Jahr. Ja, dann war es das von mir auch wieder soweit. Dann bleibt mir nur zu sagen, kommt gut ins neue Jahr. Ich wünsche euch einen guten Start. Ja, wie immer, viel Spaß beim Wandern, auch in 2024. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.